Wir schauen uns städtische Bodendesigns an. Das sind vor allen Dingen Straßen, Bürgersteige, aber auch Pflastersteine für zum Beispiel Innenstädte oder auch Altstädte. Ich mache euch auf jeden Fall Timestamps, falls euch etwas mehr interessiert. Und ich habe euch eine riesige Auswahl an verschiedenen Designs zusammengestellt, die ihr euch dann hier anschauen könnt. Es gibt mittlerweile so viele Straßen, die auch so realistisch aussehen und auch die Pflastersteine und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier dran zu bleiben und sich das alles anzuschauen. Und ihr könnt natürlich auch in den Designcode-Katalog reinschauen und euch die ganzen anderen Themen an Designs anschauen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, nicht nur meinen Geschmack einfließen zu lassen, sondern auch daran zu denken, was zu anderen Inseln passen könnte, was andere Geschmäcker auch irgendwie gut finden könnten, weil die einen mögen es pixeliger, die anderen mögen es realistischer und deswegen habe ich in dem ganzen Katalog versucht, alles so variabel wie möglich zusammenzusammeln und euch zu zeigen. Und hier habt ihr auch auf jeden Fall schon mal die ersten Straßendesigns gesehen und ich kann eigentlich auch nicht viel zu den ganzen Sachen sagen, weil es halt wirklich alles Geschmackssache ist. Aber ich habe hier erstmal die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, normalen Straßen und die schrägen Straßen zusammengestellt. Dann kommen später nochmal ein paar andere Variationen von den Straßen. Aber hier habt ihr dann wirklich ganz klassische Asphaltstraßen mit Bürgersteigen an den Seiten, mit den Straßenmarkierungen, also so relativ neutral, sodass das zu den verschiedenen Inseln passt. Und natürlich ist dann auch die Frage, ob man schräge Straßen, gerade Straßen haben möchte, eine Frage des Geschmacks und oder auch des Platzes, wenn man beides haben möchte. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal eine schräge Straße gehabt, die eher gepflastert war, also auch wieder eher so ein bisschen altstadtmäßig. Aber hier haben wir wirklich so in Anführungsstrichen einfache Straßen, auch wenn das natürlich sehr komplexe Designs sind. Natürlich davon, wie sie designt sind, aber auch natürlich davon, wie viele Designslots man braucht. Und hier kommt dann schon so ein bisschen der natürlichere Bereich. Da haben wir Blätterränder an den Straßen und auch die Straßen allgemein sind so ein bisschen ja aufgebrochen, kaputt und integrieren sich so ein bisschen mehr, würde ich sagen, in so natürliche Inselthemen ein. Die gibt es in heller und hier auch ein bisschen in dunkler und da gibt es auch schräge und gerade Designs, also da ist wirklich auch wieder eine ganz, ganz große Auswahl an Designs, die einem gefallen könnten und ich finde auch gut, eigentlich jedes Design hat irgendwie Zebrastreifen oder was weiß ich dabei. Und da kann man dann auch schauen, hier zum Beispiel auch nochmal irgendwelche Grashalme, irgendwelche Felder oder so weiter, ob da irgendwie was gefällt oder sowas. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Straße, die dann quasi so am Rand dann sich gut einblenden lässt in die normalen Wege. Und hier haben wir dann auch nochmal so ein paar Designs, die wirklich auch wieder sehr in das Natürliche gehen, die sich dann auch sehr gut verblenden und integrieren lassen in die verschiedenen Inseln. Man kann natürlich auch verschiedene Straßendesigns miteinander kombinieren, so wie man das hinkriegt und wie das auch zu einem passt. Und vielleicht ist eine Ecke schöner, wenn das wirklich so eine Abandoned Road ist wie hier. Und auf der anderen Seite soll die dann vielleicht wieder so ein bisschen neuer aussehen und irgendwie so ein bisschen mehr hermachen. Das kommt ja immer natürlich auf die Insel an. Und deswegen haben wir hier, wie gesagt, eine ganz, ganz große Auswahl an den verschiedenen Designs, die ihr verwenden könnt. Und natürlich finde ich, auch wenn mir ein Design gefällt, ich mache es dann aber auf meine Insel, dann finde ich, dass es manchmal auch überhaupt nicht gut aussieht. Also es kommt auch immer darauf an, wie man baut, ob das zum aktuellen Thema passt, der Insel und so weiter. Deswegen kann man dann hier auch immer schauen, ob man eine gute Alternative finden kann. Hier haben wir dann auch nochmal 2 Straßendesigns mit Kirschblüten an den Rändern, sodass man das ja auch ein bisschen in den Frühling dann integrieren kann. Und ich glaube, dieses von Angela hat auch die Erstellerin der Insel Kokiri verwendet. Und hier haben wir dann auch von Colin einmal so ein herbstliches Straßendesign, das benutzt er selber auf seinen Inseln. Und wir haben auf jeden Fall auch nochmal ein paar herbstliche Straßendesigns beziehungsweise auch Stadtwegdesigns von anderen Erstellern, also nicht nur von Colin. Das sind jetzt aber auf jeden Fall hier so ein paar Beispiele für seine Designs. Hier kann man auch nochmal ein paar zum Beispiel Fassaden oder auch Veranda-Designs sehen, aber da werden natürlich auch nochmal ganz viele andere Videos folgen. Und hier kommen wir dann auch schon ein bisschen langsam Richtung der Pflastersteine. Also hier, das ist wirklich auch wieder so herbstlich, aber so ein bisschen altstadtmäßig, so für einen großen Platz. Oder wenn man da die Straßen gepflastert haben möchte und nicht diese asphaltierten Straßen. Und das gleiche haben wir auch hier, also auch wieder gepflastert, aber auch herbstlich. Und da kann man auch, wenn man dann zum Beispiel bei einer Burgruine baut, wenn man
allgemeine Altstadt haben möchte oder einem die normalen Straßen nicht gefallen, kann man das natürlich auch immer verwenden. Hier hätten wir sogar nochmal eine winterliche Variante, falls ihr eine Winterinsel habt oder im Winter das austauschen wollt. Dann habe ich hier nochmal ein Design gefunden, was man auf die normalen Straßen drauf machen kann, also die wir im Inseldesigner haben. Dann gibt es hier diese American Road, die auch so ein bisschen retro ist und auch eher so erdig, und ich glaube, die müsste auch von der Insel Tropicage sein, ich weiß es nicht genau. Und ich dachte mir, ich füge auch nochmal hier dieses Magazin hinzu. Ich finde den Vintage-Vibe richtig nice, und die kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut auf die Böden in den Städten verteilen. Und dann kommen wir jetzt hier aber auch wirklich zu den innerstädtischen Straßendesigns. Hier habt ihr natürlich auch nochmal Fassaden und was weiß ich. Aber hier haben wir dann wirklich Pflastersteine, Stufen und alles Mögliche, was man für Innenstädte verwenden kann, die aber schon so ein bisschen städtischer sind. Also, ne, jede Insel hat wahrscheinlich ihre eigene Innenstadt. Das kann mehr so dörflich sein, mehr so weltlich und was weiß ich. Und hier, das sind wirklich Designs, die man richtig gut für so Altstädte verwenden kann, für so ein Dorf aus der französischen Provence oder irgendwie so richtig alte Sachen mit den Burgruinen und so weiter, beziehungsweise Burgmauern. Da passt wirklich vieles hiervon dazu, und natürlich ist alles mal wieder Geschmackssache, aber hier gibt es natürlich auch wieder richtig komplexe Designs, die man auch miteinander kombinieren kann, die man erweitern kann, wo man dann auch wirklich sehr, sehr viel auf seiner Insel noch machen kann. Auch wieder natürlich mit Blättern oder hier in dem Fall auch mal wieder mit Schnee, also auch wieder für alle möglichen Inselthemen gedacht. Und da habe ich auch, glaube ich, auf der Insel mit dem Michael Jackson Charakter, das habe ich auf jeden Fall als Inseltour hochgeladen. Davon war, glaube ich, auf jeden Fall jetzt gerade eben das Design, was ihr da gesehen habt. Hier haben wir dann auch nochmal so für Eingänge, da finde ich auch immer den Übergang schwierig zu machen, da kann man sich vielleicht auch davon inspirieren lassen. Hier haben wir auch wieder sowas richtig Hübsches, also da kann man ja auch schon auf dem Bild sehen, wie man das verwenden kann. Hier haben wir auch wieder so ein altes Dörflein. Da kann man dann auch natürlich sich auch nochmal die anderen Codes anschauen, aber hier geht es natürlich halt um die Böden, die hier übrigens auch sehr ähnlich sind. Und da gibt es halt, wie gesagt, Möglichkeiten ohne Ende, die auch miteinander zu kombinieren und die dann auch zu zeigen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Ich habe jetzt in der letzten Woche eine Inseltour hochgeladen von der Insel Somewhere, auch eine Insel, die städtisch gestaltet ist. Die seht ihr auch hier im Hintergrund. Da würde ich euch auch empfehlen, euch mal die Inseltour anzuschauen und oder dahin zu schlummern. Da könnt ihr euch dann auch mal inspirieren lassen, wenn ihr vorhabt, eine städtische Insel zu bauen. Und da werden euch auf jeden Fall auch die Designcodes hier aus dem Video weiterhelfen. Deswegen schaut da unbedingt auch vorbei, abonniert meinen Kanal, damit ihr auch solche Videos nicht verpasst. Dann speichert euch unbedingt die Playlist zu den Designcodes ab, das ist ganz, ganz wichtig. Schaut auf jeden Fall nochmal euch das Video in Ruhe an, pausiert, macht euch Screenshots von den ganzen Designs, die ihr cool findet, und probiert einfach aus, was auf eurer Insel passt, weil nicht alles zu jeder Insel passt, und auch wenn man etwas schön findet, bei einer anderen Insel es auf der eigenen Insel auch manchmal ein bisschen weird aussehen kann. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne bei uns auf Twitch vorbeischauen. Da bauen wir bald live meine Insel Pandora neu. Falls ihr es im Crosscast noch nicht gesehen habt, habe ich die ja komplett abgerissen. Und schaut auch sehr, sehr gerne auf Discord vorbei. Da könnt ihr im Designcodes-Channel auch sehr, sehr gerne Designcodes von euch oder auch von anderen Creatoren hochladen, die wir unbedingt auch hier in den Videos präsentieren sollen. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.